Willkommen zu der Voreinstellung Nur Controller. Mit dieser Voreinstellung kannst du deinen ganzen Computer mit einem Gaming-Gamepad, wie zum Beispiel dem Xbox-Controller, bedienen. Dazu benötigst du einen Controller, hier wie diesen normalen Xbox One-Controller. Wenn du noch keinen Controller hast, gibt es in unserem Blog einen Vergleich zwischen verschiedenen Xbox-kompatiblen Controllern. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich wähle in der Einrichtung die Voreinstellung Nur Controller aus und klicke auf Weiter. Nun wähle ich aus, welchen Controller Semanux Access für die Bedienung meines Computers benutzen soll. Dazu scrolle ich herunter und finde eine Liste aller an diesem Computer angeschlossenen Controller. Ich habe nur einen Controller angeschlossen und wähle ihn aus. Die Verbindung kann ich testen, indem ich entweder auf Knöpfe meines Controllers drücke. Unter Windows gibt es die Einschränkung, dass manche Programme von Microsoft und auch das Startmenü teilweise von einem Xbox-Controller bedient werden können. Wir empfehlen, diese Funktion bei Windows 11 auszuschalten. Das geht mit einem Klick auf diese Checkbox. Ich klicke auf Weiter. Nun ist die Einrichtung komplett und ich klicke auf Fertig. Ich sehe in der Mitte einen orangenen Kreis. Diesen Kreis nennen wir Spur. Die Spur bewegt sich, wenn ich meinen linken Stick bewege. Das heißt, ich bewege ihn nach links, die Spur geht nach links, ich bewege ihn nach rechts, die Spur geht nach rechts, ich gehe nach oben, die Spur geht nach oben oder nach unten und die Spur geht nach unten. Nun möchte ich etwas im Internet suchen. Dazu muss ich meinen Webbrowser in der Taskleiste öffnen. Dazu gehe ich mit der Spur zur Taskleiste und drücke A. Nun kann ich ganz fein nacharbeiten, wohin ich wirklich klicken möchte. Ich möchte hier hinklicken. Also lasse ich A los und mein Webbrowser öffnet sich. Nun möchte ich tippen. Dazu gehe ich auf das Suchfeld und drücke B. Wenn ich B drücke, öffnet sich das Aktionsmenü. Hier gibt es unter anderem Tippen. Also gehe ich mit meiner Spur auf Tippen und drücke A. Nun kann ich Buchstabe für Buchstabe meinen Suchbegriff eingeben. Also S, E und ich kann genau wie eben auch A gedrückt lassen und damit die Auswahl verfeinern. Und zum Schluss auf Enter. Und schon habe ich gesucht. Jetzt kann ich das Keyboard bzw. die Tastatur noch schließen und sehe meine Ergebnisse. Um nun in den Ergebnissen zu scrollen, kann ich den rechten Stick verwenden, indem ich ihn nach unten bewege, um nach unten zu scrollen, oder nach oben bewege, um nach oben zu scrollen. Das waren die Grundlagen der Bedienung deines Computers nur mit einem Controller und Semanux Access. Schau dir noch die anderen Videos an oder besuche unseren Hilfebereich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.